In diesem Video zeige ich dir, wie du Elemente in Photoshop freistellen kannst. Und das ist eine ganz besonders wichtige Fähigkeit. Wir werden das Ganze natürlich hier nur kurz anreißen und auch ein Element freistellen, damit du schon mal die Grundzüge kennst. Aber ganz detailliert werden wir das natürlich im Kurs bearbeiten, und zwar nicht in unserem Watercolor-Kurs, den ich dir das letzte Mal vorgestellt habe, sondern in dem Kurs, der danach kommt, der für Grafikdesigner. Und wir beiden gehen jetzt einmal an den Rechner. Und ich zeige dir, wie du dein Dokument einscannst. Ja, also du legst das hier auf deinen Scanner, scannst das mit 300 oder 600 dpi ein, je nachdem, wie groß du hinterher dein Element haben möchtest. Und anschließend stellen wir das mit den Auswahlwerkzeugen frei. Ich habe das Dokument jetzt eingescannt und in Photoshop geöffnet. Und was siehst du? Ja, natürlich unsere 4 Blätter. Und erst einmal schneiden wir alles ab, was da nicht unbedingt hin muss. Ne? Wir haben ja hier so ein Schneidewerkzeug. Es ist immer einfacher, das abzuschneiden, das Weiße, als später hinzugehen und das davon freizustellen. Also es ist eigentlich schon, ja, ich mache das immer schon so automatisch. Ne? Also ich mache das jetzt hier so klein wie möglich und schneide das einmal. Und jetzt suchen wir uns einfach ein Blatt aus und stellen das frei. Vorher, ich drehe das noch einmal, sieht einfach besser aus, einfacher zu handeln. Also gehe ich hier auf Bild, Bilddrehung und will es gegen den Uhrzeigersinn, nämlich nach dahin, ne? Will das einfach 90 Grad drehen. Deswegen so hin. Jetzt Command Plus lässt mich in das Dokument reinzoomen, Command Minus wieder raus, und dasselbe funktioniert auch auf dem Windows-Computer mit STRG Plus und STRG Minus. Also, ich gehe weiter rein, Command Plus, nehme mir hier mal eines von den kleinen Blättern und gehe auf meinen Zauberstab. Der ist hier unter dem Tool mit dem kleinen Dreieck unten rechts. Wenn der nicht ausgewählt ist, dann versteckt er sich da drunter. Ne? Also einfach hier unten auf das kleine Dreieck gehen und dann gehe ich hier auf Zauberstabwerkzeug. Und jetzt ist ganz besonders wichtig, dass du hier ein paar Voreinstellungen triffst. Nämlich einmal 5×5 Durchschnitt und eine Toleranz von 65. Das bedeutet, dass du alle Pixel auswählst, die in diesem Toleranzbereich sind. Weil das Problem, was wir hier haben, ist ja, dass wir mal ein helles Grün haben und mal ein dunkles Grün. Und dazwischen sind noch ganz viele weitere Grüntöne. Und das müssen wir überspringen, und dazu erhöhen wir einfach die Toleranz ein bisschen und den Pixeldurchschnitt. Ein guter Durchschnitt sind 5×5 Pixel und eine Toleranz von 65. Es kann natürlich sein, dass bei dir 70 sind oder vielleicht auch nur 55. Da musst du ein bisschen ausprobieren. Ne? Es hängt natürlich von der Farbe ab, die du benutzt, von dem Papier und so weiter. Also es hängt von ganz vielen Faktoren ab. Deswegen einfach hier einmal ausprobieren. Und wenn das so ist, klick Glätten und benachbart an, und dann gehst du hier einfach einmal drüber und du siehst schon, er hat schon ganz viel ausgewählt. Jetzt habe ich hier eingestellt zur Auswahl hinzufügen. Und dadurch kann ich dann weitere Auswahl hier, wenn ich hier reinklicke, ja, dann wählt er weitere kleine Stellen aus. Ich muss noch weiter in das Dokument reinzoomen, um das wirklich zu sehen, ob ich alles ausgewählt habe. Ja. Und ist immer noch so klein, also scheu dich nicht, hier wirklich ganz nah reinzugehen. Das ist wichtig, dass du hier eine vernünftige Auswahl triffst. Und ja, wenn ich jetzt mal hier, ich gehe wirklich einmal so um dieses Dokument herum und schau, ob ich auch alles erwischt habe. Wenn dem nicht so ist, wenn hier irgendwas fehlt, dann nimmst du das Schnellauswahlwerkzeug, genau da, wo auch der Zauberstab ist, klickst du auf Schnellauswahlwerkzeug und kannst hier noch die Pinselgröße einstellen. Ob du was dazu hinzufügen oder abziehen möchtest, kannst du ebenfalls einstellen. Ich möchte in dem Fall ja was abziehen, ne? Zum Beispiel hier diese kleine Ecke, da möchte ich was abziehen. Also gehe ich da nochmal so ganz leicht drüber und ziehe so ein bisschen was davon ab. Hier kann ich auch noch, einfach vielleicht auch, was mir nicht gefällt, ne, kann ich an dieser Stelle auch einfach abziehen. Hier ist noch in der Mitte, blinkt noch ein kleiner Pixel, den möchte ich jetzt zur Auswahl hinzufügen. Also gehe ich auf das Plus-Werkzeug und klicke hier nochmal rein. Dann muss ich das hinterher reparieren. Ne? Also alles, was ich jetzt mache, muss ich später nicht reparieren. Jetzt verkleinere ich meine Auswahl um 5 Pixel. Warum?
einfach damit ich nichts Weißes auf meinem Papier habe. Ja? Es ist ja schnell passiert. Ne? Ich habe hier eine Auswahl getroffen. Es kann immer sein, dass sich da noch ein klitzebisschen was befindet. Und das umgehe ich einfach, indem ich das Ganze ein wenig verkleinere. Dazu gehe ich hier auf Auswahl und Auswahl verändern, Auswahl verkleinern und sage 5 Pixel. Auch das, je nach Größe deines Objekts, kann sich das wieder ändern. Also ich mache mal 5 Pixel und wir gucken mal. Ja, das funktioniert. Wie gesagt, je nach Größe, die du eingescannt hast, kann es auch sein, dass du sehr viel weniger nehmen musst oder halt auch ein bisschen mehr nehmen musst. Also auch hier einfach einmal ausprobieren. Ja, und sobald wir an dieser Stelle sind, müssen wir uns eine weiche Kante verschaffen. Und dazu gehen wir hier auf Auswählen und Maskieren. Und dann öffnet sich ein neues Dialogfeld. Und an dieser Stelle kann ich hier einfach auf weiche Kante gehen und gebe hier 0,8 Pixel ein. Das ist auch wieder so ein Durchschnittswert, ja, der das Ganze ganz gut repräsentiert. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich hier einfach auf OK. Jetzt ist meine Kante ein klitzebisschen weicher und dadurch sieht das Ganze gleich schöner aus. Jetzt mache ich Command C. Das ist nichts anderes als bearbeiten und kopieren. Das findest du natürlich hier, bearbeiten, kopieren. Hier ist der Shortcut Command C. Und dann mache ich Command N, um ein neues Dokument zu erstellen. Du kannst auch auf Datei neu gehen. Und jetzt wird das, was sich in der Zwischenablage befindet, wird mir hier angezeigt, die Größe. Und ja, das übernehme ich jetzt einfach mal und klicke auf Erstellen. Jetzt klicke ich auf Command V oder du kannst natürlich auch Bearbeiten und Einfügen anklicken. Das bleibt dir überlassen. Und schon hast du dein Blatt hier dran. Ich schließe jetzt mal das andere, damit wir die Übersicht hier nicht verlieren. Und jetzt sehe ich schon gleich, ja, hier ist eine Kleinigkeit, die ich mal reparieren kann. Und das ist auch so gewollt, damit ich dir das auch noch zeigen kann. Und zwar nehme ich mir hier diesen Kopierstempel. Da klicke ich einmal drauf. Und ja, es ist ein bisschen klein, der Pinsel, also mache ich den ein bisschen größer und fülle dieses Loch, das mein Blatt jetzt hier hat. Und dazu drücke ich die Alt-Taste und nehme von den benachbarten Pixeln ein paar auf. Also hier ungefähr, ja. Je näher, desto besser. Und gehe dann da drüber. Und ist es geschlossen, ja. Also, keine Magie, Photoshop, ne? So sieht es natürlich toll aus. Und ich lösche jetzt hier die Hintergrundebene. Dazu gehe ich in der Ebenenpalette. Ja, die habe ich hier. Wenn du die nicht siehst, findest du die immer unter Fenster Ebenen. Und lösche einfach mal diese Ebene hier, indem ich hier unten rechts auf Mülltonne klicke. Fragt er mich, ob ich das möchte, weil Hintergrund ist ja auch festgesetzt, also ist ein Schloss drauf und ich möchte das. Also habe ich jetzt hier einen transparenten Hintergrund. Jetzt sehe ich immer noch nicht, ob da noch nicht alles in Ordnung ist. Deswegen mache ich mir eine neue Ebene. Die ist jetzt über meiner Ebene mit dem Blatt hier und ziehe die da drunter, einfach linke Maustaste, ziehe die Unterebene 1 und jetzt fülle ich diese Ebene mit eigentlich einer beliebigen Farbe. Also deswegen gehe ich auf den kleinen Kreis hier unten und klicke dann Farbfläche an und ich nehme mal ganz gerne eine besonders quietschige Farbe. Ne? Da kann man schön fest sehen, da kann man richtig gut sehen, ob sich da irgendwie irgendwelche Pixel nicht so hübsch sind. Ne? Also ich nehme jetzt hier mal ein fürchterliches Rot, klick OK. Und jetzt kannst du schon sehen, hier, ja, das ist nicht so ganz hübsch, ne? Also gehen wir wieder auf unsere Ebene mit dem Blatt zurück und ja, das können wir natürlich noch ein bisschen korrigieren. Dafür nehmen wir hier einmal unser Radiergummi, hier. Auch da können wir wieder die Größe vom Pinsel setzen, die passt jetzt hier mal ganz gut. Und jetzt gehe ich noch weiter hier rein, ja, und so kann ich dann im Prinzip meine Ränder noch ein bisschen hübscher machen. Ne? Einfach einmal so mit der Maus da drüber, wie ich das für richtig halte letztendlich, was mir auch gefällt. Ne? Und verschönert die Kanten hier einfach noch mal ein bisschen. Ich will das jetzt hier nicht alles im Video machen, damit du mir jetzt nicht stundenlang zugucken musst, aber es ist wirklich so, dass du durch diese rote Hintergrundebene natürlich alles sehr viel besser siehst und du hier auch entlang gehen kannst und dann dein Blatt sehr viel schöner freistellen kannst. Ist das notwendig? Ja, leider Gottes, es ist notwendig. Wenn du das hinterher verkaufen möchtest, muss das perfekt sein, weil du verkaufst das für Designer. Und aus dem Grund, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Es muss richtig, richtig gut sein. Okay, ich tue jetzt mal so, als ob das wunderbar in Ordnung ist und lösche die Ebene mit meiner Farbfüllung hier. Und
Dann habe ich wieder nur mein Blatt, ja, und ich bin natürlich so weit reingezoomt, dass das Ganze jetzt unscharf ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Es ist ja weitaus mehr als 100%. Deswegen, ja, natürlich ist das dann irgendwann unscharf. Was ich jetzt für das Blatt noch tun kann, ist, ich werde das Ganze ein wenig scharf zeichnen. Dafür gehe ich jetzt hier auf Filter, dann scharf zeichnen und dann unscharf maskieren. Und kann dann hier die Stärke eingeben. Ja, wollen wir alles gar nicht so stark machen. Also in dem Fall, ja, können wir ein bisschen reingehen. Ne? Mal gucken, die Stärke, wie uns das noch gerade gefällt. Ne? Hier ist so ein Vorschaufenster, da kannst du dann gucken. Aber das bleibt auch wirklich dir überlassen. Ne? Wir müssen das jetzt nicht bis zum Ende treiben. Also wenn wir so einen Wert um 240, 250 haben, meinetwegen 260, das ist schon ein ganz guter Wert. Radius setzen wir auf 0,7. und den Schwellenwert auf 0. Und wenn wir das alles haben, klicke ich hier OK an und ja, dann ist mein Blatt endlich fertig. Ja? Also du siehst, es ist natürlich nicht alles mal eben gemacht. Aber das soll es auch gar nicht. Ja? Das ist ein Produkt, das du hier erschaffst, das für ganz, ganz lange Zeit verkauft werden kann. Das ist natürlich das Schöne an deinem digitalen Produkt, das aus deinen Blättern besteht, die du gemalt und dann eingescannt hast. Es ist zum einen einzigartig, ja, keiner hat die Blätter, die du gemalt hast. Und zum anderen ist es so, es kann immer wieder verkauft werden. Einmal ordentlich gemacht, wirklich richtig ordentlich aufbereitet, dann kann das ja für ganz, ganz lange Zeit verkauft werden. Und im Idealfall machst du das jetzt Ganze noch, ja, ich sag mal 50 Mal und schon hast du dein erstes Set fertig. Ich weiß, es klingt ein wenig demotivierend, ne? 50 Mal ist natürlich nicht mal eben gemacht. Aber man kann das hinbekommen und ach, du wirst das hinbekommen. Dann hast du dein erstes digitales Produkt erstellt und kannst das verkaufen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt, unseren Kanal abonnierst und natürlich die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Tschüss!